Hat deine Silikonform für den Omnia-Backofen Gerüche angenommen und du suchst Tipps, wie man das eventuell wieder entfernen kann? Dann schau dir dieses Video an. Herzlich willkommen und hallo bei 4 Reifen, ein Klo. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es einmal um die Silikonform und zwar um die Gerüche, die eine Silikonform annehmen kann und wie man diese vielleicht entfernen kann. Dafür habe ich einige Tipps für dich, die du dann ausprobieren kannst, und das zeige ich dir jetzt nach und nach, wie man vielleicht den Geruch, den die Silikonform angenommen hat, wieder entfernen kann. Ja, zunächst sollte man einfach mal wissen, dass Silikon ein rückfettes Material ist und das zählt für jedes Silikon. Das heißt nicht nur für die Omnia-Silikonform, sondern für jede Silikonform, die du im Handel erwerben kannst, auch die du im Backofen benutzt. Ja, ein befreundeter Chemiker hat mir mal gesagt, dass das überschüssige Fett, was sich halt in den Poren ansammelt, irgendwann auch wieder rauskommt. Das liegt halt an den Zutaten, die er darin benutzt. Die haben halt immer einen gewissen Fettanteil. Und irgendwann sind diese Poren voll und dann kommt es wieder raus und genau dieses Fett verursacht die Gerüche. Ja, man kann es natürlich Abhilfe schaffen, indem man sie regelmäßig dann nochmal auswäscht danach, aber das hat natürlich dann nicht die Möglichkeit, dass der Geruch vielleicht verschwindet. Und darum wollten wir uns heute mal kümmern, dass wir auch diesen Geruch rauskriegen. Und mein erster Tipp wäre daher, wir probieren es mit Backpulver. Dafür nehmen wir dann eine Omnia-Form, packen die Silikonform rein, etwas warmes Wasser und 2 Tüten Backpulver braucht ihr dafür. Da könnt ihr Backpulver nehmen, welches ihr gerade zu Hause habt. Das ist völlig unerheblich. So, jetzt müsst ihr natürlich darauf achten, dass Backpulver die Eigenschaft hat, zu schäumen. Das heißt, wenn ihr jetzt das etwas heiße Wasser drauf macht und das Backpulver dann seine Reaktion entfalten kann, fängt es an zu schäumen. Deswegen müsst ihr ein bisschen darauf achten. So, das Ganze lasst ihr einfach mal ein wenig stehen. Das kann auch über Nacht stehen bleiben, weil dann kann das Backpulver halt seine ganze chemische Reaktion da drin entfalten und kann sich um die Reinigung der Silikonporen kümmern und dann auch hoffentlich euren Geruch entfernen. Mein Tipp Nummer 2 ist, macht die Silikonform kalt. Das heißt, eigentlich ist die Silikonform bis minus 30 Grad geeignet. Ihr könntet die theoretisch ins Gefrierfach packen. Aber ich rate davon ab. Ich weiß nicht, ob das Material wirklich so stark ist. Deswegen legen wir die Silikonform einfach mal über Nacht in den Kühlschrank. Das reicht nämlich auch aus mit den Temperaturen. Mein Tipp Nummer 3. Kaffee ist ja immer so ein Wundermittel. Und deswegen streut in eurer Silikonform einfach mal Kaffee ein, also Kaffeebohnen. Das braucht in dem Fall auch nicht ganz gefüllt sein, weil Kaffee hat ja ein sehr starkes Aroma und auch sehr starke ätherische Öle und die entfalten sich wirklich in der kompletten Silikonform. So, mein nächster Tipp ist das gute, haushaltsübliche Natron. Natron ist ja für alles gut, was man haben kann, und es ist auch gegen Gerüche in der Silikonform gut. Dazu erhitzt ihr einfach etwas Wasser, schüttet das ganze Natron rein. Löst das Natron ein bisschen auf. Es muss auch nicht kochen. Es kann nachher kochen, aber es muss nicht kochen. Und dann gönnt ihr eurer Silikonform einfach mal ein heißes Wasserbad. Mein letzten Tipp für euch, wie ihr vielleicht Gerüche rausbekommt. Das ist die Spülmaschine. 65 Grad, einfach mal die Silikonform so reinpacken. Dann habt ihr vielleicht auch Glück, dass eure Gerüche verschwinden. Ich mache das regelmäßig. Hat auch den Hintergrund, dass dann dieser fettige Film sehr oft verschwindet. Manchmal bräucht ihr auch 2 Durchgänge, also versucht es einfach mal. Vielleicht hilft ja etwas von den Tipps, die ich euch gegeben habe. Es gibt in Facebook ganz oft den Tipp, man soll die Silikonform tempern. Tempern ist ein Ausgasen der Giftstoffe, Gummistoffe oder ähnliches.
Ich habe bei Omnia selber nachgefragt, die haben die Silikonform. Alle Silikonformen von Omnia sind bereits getempert. Das heißt, die Silikonform, die normale, dann die Duo oder auch die Muffinform, die sind bereits getempert. Das müsst ihr nicht mehr machen. Doch was ist Tempern? Tempern ist, ihr packt die Silikonform in den Backofen für mehrere Stunden bei ungefähr 100 bis 120 Grad. Ich habe es einmal gemacht mit einer anderen Silikonform, die ich bekommen habe. Die hat wirklich wahnsinnig gestunken. Ich habe es gemacht. Und danach hat meine Bude sowas von gestunken. Ich werde es nie wieder tun. Wenn eine Silikonform bei mir ankommt, die wirklich so extrem riecht, werde ich die zurücksenden. Denn dann ist die sehr wahrscheinlich nicht vom Hersteller getempert worden. So, bei Omnia ist es aber definitiv so, die sind getempert. Von daher müsstet ihr diesen Vorgang nicht mehr durchführen. Wenn ihr das macht, ist es eure Sache. Ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit, wenn ihr die Gerüche gar nicht mehr rausbekommt. Denn eine Geruchsentfernung oder die Tipps, die ich euch gerade gegeben habe, die Gerüche bleiben nie zu 100% weg. Die können immer wieder kommen. So, ihr habt natürlich die Möglichkeit, entweder besorgt ihr euch noch eine zweite Silikonform oder genau aus dem Grund hat Omnia die sogenannte Duo auf den Markt gebracht. Die Duo ist in 2 Farben erhältlich, so dass ihr halt eure Sachen wie Süßes oder Herzhaftes unterscheiden könnt. Und dann habt ihr auch das Problem nicht mehr, dass vielleicht vorher der Knoblauchauflauf da drin war und ihr macht jetzt einen Schokoladenkuchen. Dann habt ihr halt einen Knoblauchschokoladenkuchen, den will kein Mensch. Und deswegen hat Omnia halt Silikonform in 2 Farben rausgebracht. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hätte schon gerne eine Silikonform, aber ich habe doch schon die rote, was soll ich denn dann mit 3? Bei uns im Shop habt ihr die Möglichkeit, diese einzeln zu bekommen. Das heißt, ihr könnt euch bei uns eine rote Silikonform aussuchen, eine rostfarbene oder eine beige. Das machen wir von uns aus Kundenfreundlichkeit und teilen die. Somit habt ihr halt, alle, die schon eine rote haben, die haben natürlich die Möglichkeit, dann bei uns auch sowas zu erwerben. Das mal so nebenbei. Nur versucht doch erstmal, eure Gerüche zu entfernen. Versucht es einfach, eine zweite Silikonform, egal welche Farbe, kann man sich immer noch kaufen. Aber ich würde es erstmal versuchen. Ich würde es versuchen mit dem Kaffeebohnen, mit dem Backpulver oder mit Natron oder auch im Kühlschrank packen. Oder ihr packt es einfach mal in die Spülmaschine. Ich habe mit der Spülmaschine sehr gute Erfahrungen gemacht. Probiert es einfach aus. Wie gesagt, Geld ausgeben könnt ihr immer noch. Natürlich freue ich mich, wenn ihr die bestellt und wenn ihr die kauft. Und Omnia wird sich auch freuen. Aber ich denke immer, man soll die Kirche im Dorf lassen. Man soll erstmal versuchen, vielleicht, wenn man mit einer Silikonform auskommt und nichts weiter haben möchte, probiert eins der Tipps aus. Vielleicht klappt es ja. Ja, und wenn ihr jetzt noch weitere Tipps haben wollt, dann abonniert uns doch einfach. Ihr findet den Button gleich da unten und ihr findet noch verschiedene Videos bei uns da oben. Und dann habt ihr immer ganz viele Tipps. Denn ich habe seit 2015 Erfahrung, die gebe ich immer gerne hier weiter. Und deswegen sehen wir uns dann bestimmt im nächsten Video.